Willkommen in der Disaster zu einer neuen Folge Fallout 4 und wir sind hier an der Aranel Hall, wo wir auch beim letzten schon mal waren und ja, ich komme hier gerade an und will gerade aufnehmen und dann fängt hier an, wo so ein Vertibird durch die Gegend zu fliegen, der wird natürlich sofort beschossen. Dabei bin ich extra hierher gekommen, weil ich wusste, dass hier die Super Mutants alle schon tot sind und deswegen es keinen Geballer sofort geben wird. Ja, und jetzt habe ich den Salat. So, wir sind momentan auf dem Weg nach Goodneighbor. Oh, und haben hier ganz viele Knochen gefunden. Cool. Die kann man ja so einiges anstellen inzwischen. Das ist ziemlich praktisch. Cool, können wir alle mitnehmen. Gott, ich fühle mich wie so ein kranker Typ, der irgendwelche Gräber auszieht oder so momentan. Aber, naja, so ungefähr ist es momentan einfach. Mit können wir ja was anfangen. So, nur dieses Skelett, das ist ganz geblieben, deswegen dürfen wir das wohl nicht auseinandernehmen. Ist komisch, aber egal. So. Jede Menge Knochen, ey. Das sind Totengräber. So, wir wollten eigentlich noch Goodneighbor. Was willst du denn hier? Echt, ich darf hier nicht ausreden, ne? Ständig kommt irgendwas dazwischen. Das treffe ich die Viecher jetzt nicht mehr. So. Ja, hallo, ja. Ist da jemand? Danger, okay. Ich habe Angst. First Aid Kram. Ach, da hinten. Was machen die denn jetzt hier? Irgendwelche Stalker. Ich werde gestalkt. Weg hier. Zack. Ja, ich könnte eine nette Bekanntmachung mit meinem neuen Schwertchen hier machen. Kannst du erstmal so Crit in die Fresse. Oh, der steckt aber. Oh, das ist ja auch ein Legendary. Okay, da ich lieber mal das fette Gerät hier aus. Mhm. Können wir uns mal genauer angucken. Warum liegst du da so rum? So, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich wollte nach Goodneighbor, weil wir da diese Dr. Amari treffen sollen, weil die anscheinend uns sagen kann... Ach genau, wir wollten die Erinnerungen von dem Kellogg ein bisschen auffrischen, uns die angucken oder gucken, ob wir uns die überhaupt angucken können, um vielleicht dadurch rauszukriegen, wo unser Sohn eigentlich ist. Oder vielleicht auch, wo das Institut ist. Oder so irgendwas in der Richtung. Oh Gott, es wird überall rumgeballert, ey. Ja, nur 44 Schritt. So nah und doch so fern. Könntet ihr mal bitte aufhören, hier rumzuschießen? Hallo, ich bin nur auf der Suche nach meinem Sohn. Das ist kein Grund, hier direkt rumzuballern. So. Dem ein schnelles Ende bereitet. Tja, wer sich zwischen mir und meinem Sohn stellt, der muss nur mal sterben, ne? Was? Wieso bin ich jetzt so schnell gestorben? What the fuck? Ich habe jetzt nicht mal eine HP geachtet. Ich dachte eigentlich, das sind nur Raider und die können mir nichts. Falsch gedacht. Dabei bin ich doch einfach nur nach Goodneighbor. Ich hab doch mit denen überhaupt nichts zu tun. Lass mich doch einfach in Ruhe, alle. Ach gut, dass wir jetzt noch nicht so dermaßen viel gemacht haben. Außer ein paar Knochen einzusammeln, aber mein Gott. Das ist nicht so das Thema, die wieder einzusammeln. Oh. Oh, ich dachte, ich hätte einen Quicksave gemacht, als ich darüber geportet bin. Hat er nicht. Das ist doof. Dann gehen wir vielleicht woanders hin. Komm, dann gehen wir vielleicht vom Mass Fusion Building aus. Ich glaube, das ist ein bisschen näher. Ich werde, der bricht jetzt auch voll das Feuergefecht aus, aber egal wo du in Boston bist, da überall fliegen da die Kugeln durch die Gegend, das ist echt krass. Da wird man nie in Ruhe gelassen. Ah ja, City Life, so ist das in der Großstadt. Nur, dass man
heutzutage in den Großstädten nicht von überall beschossen wird. Auch wenn es da endlich laut sein kann. Und ähnlich voll. Aber wenigstens sind die Städte heute noch ein bisschen besser in Schuss. Ein bisschen aufgeräumter, je nachdem wo man ist. So. Ja, genau wie ich es mir gedacht habe. Was schreit ihr so? Ich habe noch gar nichts gemacht, ich bin noch gerade erst hier aufgetaucht. Vielleicht mal ein bisschen rumsneaken. Vielleicht haben wir dann Glück und wir werden nicht sofort entdeckt. Es ist schließlich auch dunkel. Vielleicht. Ah, da vorne muss es schon sein. Also in einen richtigen Ort teleportiert. Mal gerade hier reingucken. Ach, wusste ich's doch. Ich traue dem hier nicht, deswegen wetze ich hier so ein bisschen rum. Ich habe Angst, dass hier irgendwo Minen liegen oder so. Kann ja gut sein, so als Verteidigungslinie. Aber wir sind heil angekommen. Zur Abwechslung mal. So, da sind wir. Goodneighbor. Hey, Wer ist der Typ? First time in Goodneighbor? You can't go walking around without insurance. Ja, ich bin meine eigene Insurance. Back off, or you're the one who's gonna need insurance. What was that? You over the sound of all that pathetic. You hand over everything you got in their pockets, or accidents start happening to you. Big, bloody accidents. Hey. Someone Okay. steps through the gate the first time, they're a guest. You lay off that extortion crap. What do you care? He ain't one of us. No love for your mayor, Finn? I said let him go. You saw Okay, das sieht doch voll aus wie so ein Mayor. outsiders walk all over us. One day, there'll be a new mayor. Come on, man. This is me we're talking about. Let me tell you something. Au, das war überzeugend. Breaking my heart over here. You all right, brother? Not Nein. every day I get mugged and then witness a murder right in front of me. You obviously haven't been living up enough, but we won't judge you for that. Good neighbors of the people, for the people. You feel me? Everyone's welcome. Ja, sah so aus. So ist like Energie. Best kind of anarchy. Embrace it, and maybe one day you'll call this little slice of chaos home. So long as you remember who's in charge. Alles klar, so läuft hier der Hase. Der ist hier so der Obermacker. Und dann Muni nehme ich mir trotzdem. Und dann Razor gehen. Und dann eine Knarre. Und... komm schon. Komm schon. Komm schon. Verdammt. Ich wollte eigentlich den so oben drauf pinnen. Es hätte so jedem, der hier reinkommt, direkt mal so ein Zeichen gegeben. Willkommen in Goodneighbor. Wo jeder abgestochen wird, der uns nicht passt. Weiß jeder direkt, wo er dran ist. Okay, aber wir haben ja hier eigentlich mit den Typen überhaupt nichts zu tun. Okay, steht irgendwelche Mafiosi hier was so rum. Ach, das ist die What? Okay. Ja, wie ich gesagt habe, die Mafia ruled die Stadt. Und da haben wir wohl den Memory Den und da drin muss wohl dieser Amari sein. Eigentlich wäre es ja besser gewesen, wenn wir mit Nick hier gewesen wären, aber ich habe mich jetzt schon so auf Kate eingeschossen. Und ja, die passt einfach am besten zu uns. Oder vielleicht Deacon, aber den nehmen wir dann, wenn wir Railroad weitermachen. Aber der Nick mag halt unseren Stil nicht, wenn wir so sarkastisch sind und wenn wir den Leuten immer direkt auf die Füße treten. Aber Kate hat damit kein Problem. Und deswegen latschen wir erstmal mit Kate weiter rum. Ach, der ist auch hier. Okay. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Okay. Amari's downstairs, you big Stimmt, der hat ja gesagt, er würde sowieso mitkommen. Okay. Da muss ich nichts extra mitbringen, das ist doch super. So, Nick, dann zeig uns mal den Weg. Ich kenne mich hier nicht aus.
weiß nur, es muss nach unten. Und ich hätte jetzt nicht gewusst, wo es nach unten geht. Okay, ich glaube, den Rest finden wir selber. Dr. Amari? Yes? Wait, I know you. You're in the railroad. What's this all about? Oh, die weiß davon? Interessant. This one's all yours, Nick. We need a memory dig, Amari, but it's not going to be easy. The perp, Kellogg, is already cold on the floor. Are you two mad? Putting aside the fact that you're Nicht asking me wirklich. to defile a corpse. You do realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Ja, sorry, ich hatte leider keine Wahl. I mean, technically, the corpse was defiled already. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. Genau, wir profitieren doch alle davon. But no guarantees. Do you have it with you? Ja, hab Did you ich. say that like Dr. Frankenstein? Ego, fetch me the brain. I will not. Cool. Now, Schade. you have it. Here's Ja, ich hab's. what I could find. Das ist, was übrig geblieben ist, ne? This isn't a brain. This is... Wait. That's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen... all Also aus this technology Censorship-Gründen sagen wir jetzt einfach, das ist ein Shrimp. Ein Shrimp mit so ein paar Dingen dran. Skip to the good part, Doc. We plugged the brain implant into Mr. Valentine. Assuming Oh, okay. he's willing to take on the risks. Hell, why not? Plenty of room in my head anyway. Das We should try stimmt. plugging you into Das a stimmt. toaster next. Mmm, fresh toast. It's nice to know that even when I'm about to have a foreign object shoved into my noggin, you find new horrible ways to laugh at my expense. Whenever Ja, so sind wir normal. sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's Hört see. schon eine Idee an. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was Okay. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Verschlüsselte Memories? Was ist das denn? You're fucking kidding me. Seriously? It's not like anyone has ever done this before. You try making a secret technology work across hardware generations out of spare parts. Just let me think. Huh. The encryption is probably meant to keep a single mind from accessing the data. So, what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. Okay, also einer lenkt es ab und der andere schleicht sich rein. Nick and I are gonna share a mind? Yeah, I'm not gonna see him in any compromising positions, am I? If a smart mouth was all it took to solve problems, we would have found your son by now. No, Da ist was you dran. won't have to worry about that. The only memories you'll access are the ones in the implant. Das ist gut. Na dann, los geht's. Let's get started. Just sit down over there and keep your fingers crossed. See you on the other side. Ja, das geht für dich auch. Also dann. Wo ist eigentlich Kate hin? Ach, da drüben. Bleib ruhig sitzen, Kate. Du musst nicht extra hier rüberkommen. Oh, sie macht sich Sorgen um uns, ist die nicht niedlich. Okay, Kate. Wir sehen uns. Between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest. Ich glaube, das ist gut. They might not be stable. Just hold on. Okay, los geht's. Can you hear me? Das ist nämlich an einer ähnlichen Stelle aus. War es New Vegas oder Fallout 3? Although the Ich weiß es map nicht mehr. is quite
fragmentary. Ich glaube, das waren Fallout 3. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. Okay, los geht's. Es gab so eine ähnliche Quest, wo man in so einen Pod musste und der hat dann so eine virtuelle Welt, virtuelle Realität gestopft. Man musste irgendwie den Weg rausfinden. War ziemlich krass, die Quest, aber auch ziemlich lustig. Okay, wo zum Teufel sind wir hier? Ist das hier... Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. Das stimmt, das könnte echt seltsam sein. Ich mach mal gerade einen Screenshot. Yay! Wir haben ein Bild! Okay. Moment, ist das Kellogg? Ja, das ist Kellogg. Und das ist seine Mom. Oh, NCR. Okay. What a joke. What's it mean, Mom? Die NCR? Das dachte ich mir auch. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. The teacher at school said the NCR would bring back the good old days, like before the big war. Don't you Das sagen sie alle. I'm going to stop singing you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. You're old enough. You're the man of the Meinst du? family Bist du now. sicher? It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio. All useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use Das ist it ziemlich if traurig, you're going to survive. finde ich. I will, Mom. I promise. I won't let you down. Aber es erklärt natürlich, This doesn't seem to be wie er zu dem werden konnte, was er war. There appears to be another intact memory close to you in Ganz viel temporal Grocknack. sequence. There. Die würde ich gerne alle mitnehmen, die alle lesen. Und in mein Regal stellen. Aber ansonsten darf ich natürlich nichts mitnehmen. Macht ja auch Sinn, ich bin ja schließlich nur eine Erinnerung. Da kann ich schlecht irgendwas mitnehmen. Mom knew how Oh. it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. Okay, And she hart aber protected herzlich, me sagst from du. Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. Schien nicht die beste Beziehung zu seinen Eltern zu haben. People always hoping for something better. They usually end up with something worse. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. Ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwie viel besser gewesen wäre, den eigenen Dad zu Dad was erschießen. either drunk or not around. Das sind ja die richtigen. One of the Raider gangs, but I never really knew what he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. Ansonsten gibt es hier wohl keine weiteren Erinnerungsschnipsel. Aber es ist interessant, dass man jetzt so Kelloggs Backstory erfährt. Das ist ziemlich interessant. Sehen wir mal, wie das hier weitergeht. Okay, der nächste Raum, die nächste Erinnerung. Sarah und Kellogg selbst. It's gonna be fine. You'll see. I don't know anybody here. And now with the baby? Ah ja, er ist weggerannt und mit Sarah zusammen irgendwo hingezogen. Und ich nehme an, das ist seine Freundin oder so irgendwas. Nothing like that in the
NCR these days. Der sieht irgendwie aus wie so ein Mafiosi. Vielleicht ist er das auch. Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. I know, but that's where I come in. Okay. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Ach, ganz klar, Mafia. Anything you want. And little Mary, too. I never worried Oh. about it before. Ah, Little Mary. Okay. Ja, dann müssen sie ja zusammen sein. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. Security macht er also. They sure Okay. picked the right person for that job. Kann ich mir gut vorstellen. It's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. I know. Wo hast du das hingesteckt? I'm sure we're gonna be really happy here. Ich frag lieber nicht. You'll see. That's okay. I got it. Einfach mal so ins Bein warpen, wieso nicht? Genau, kümmere dich hier um die Jahre. To the next intact memory. Noch mehr? So, jetzt hören wir uns aber hier das alles auch noch an. You only know you had it when it's gone. Oh ja. I mean, you may think Da ist was dran. yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on that petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand. That's what happiness felt like. Ha. Du weißt immer erst, was zu schätzen, nachdem es weg ist, ne? I was the worst thing that ever happened to her. Oh, sehr optimistisch. She'd have stayed in the hub, maybe hooked up with someone who didn't kill people for a living. Ach, das hat er damals schon gemacht? She was with me. Sag ich ja, Mafia. Voll der Mafiosi. It's gonna be fine. You'll see. Und Mary? Whatever made me think that a guy like me should have a daughter? No, I never deserved her. Not for 1 second. But we don't know anybody here. And now with the baby. Kellogg war mit seinem Leben wohl nicht sehr zufrieden. Naja. Es hat bestimmt seine Gründe und ein paar davon decken wir gerade auf. Da ist er wieder. How did you think this was gonna end, Kellogg? Oh weia, wo sind wir jetzt gelandet? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, Wer spricht da denn? like dogs. And you weren't there to help them. Spricht er von seiner Crew oder von seiner Familie? I found another memory to try. I'll connect you. Vielleicht auch beides. Vielleicht auch beides. Aber so hart es auch ist. Er hat ja erzählt, er ist das Schlechteste, was je passiert ist. Also kann ich mir gut vorstellen, dass seine Familie in einen dieser Jobs draufgegangen ist. Oder wegen einem dieser Jobs. Sit down. Suit yourself. Oha, was geht hier ab? Chill mich einfach mal hier so in die Säule und guck mal zu. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? Naja, eigentlich eher um Leute anstatt Probleme. We'll pay you. Um Leute, die Probleme machen, kann man sagen. It's all by yourself. That's right. We pay you when the job's done. Is that okay? That's the way you want to do it. So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Ja, wart mal, Amari. Wart mal noch. Ha? Wie kann ich das Ding wieder anmachen? Erinnerung, geh an. Danke. There was always a job for someone like me. Didn't matter what it was.
Didn't matter who I was supposed to kill. I got pretty good at it. Das glaube ich. Hat ja früh angefangen, so wie es aussieht. There's always someone who wanted someone else dead. Sometimes just roughed up, but dead was usually what they wanted. Sometimes they thought they could cheat me. That was usually only when I first arrived somewhere. Hat schnell einen Namen gemacht, hä? They just took it as part of the job. Little extra thrown in for free. I always got paid in the end. One way or another. Tja. Wenn jemand er hat gerade auf uns reagiert. Er weiß, dass wir hier sind. Weg hier. Ah! Nee. Als ob. I didn't care where I was going. Ended up mostly wandering east. Getting as far away from San Francisco as I could, maybe. Ah, also aus Francisco. Klar, NCR, California. Aber jetzt wissen wir es ganz genau. Blends together. There was almost always a bar, though. That's universal. Ja klar, da wo man sich halt mit so Leuten trifft, ne? Also, nicht, dass ich alle über einen Kamm schere. Aber ein Bar ist halt ein Ort, wo man gerne redet. Und wo man auch über Dinge reden kann, wenn man es richtig anstellt, die vielleicht etwas unorthodox sind, sagen wir mal. So, wie geht Kellogg's weiter? Ist das das Institut? Ha. Also, jetzt kommen wir wohl zu dem guten Part, aber hier muss ich leider einen kleinen Cliffhanger machen, das ist nämlich schon wieder soweit. Die Folge ist zu Ende, das ist halt nur mal so. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was Kellogg wohl hier mit dem Institut zu schaffen hat, weil, guck mal, da ist doch ein Roboter, oder? Oder täusche ich mich da etwa? Das ist noch ganz klar Sins. Also wir kommen der Sache näher und wie das hier endet und ob Kellogg doch nicht irgendetwas über die Sache weiß, über unseren Sohn, über das Institut, das erfahren wir dann in der nächsten Folge Fallout 4. Schaltet dann auch wieder ein, wenn es heißt Kellogg's Frosties, Spills the Beans und bis zum nächsten Mal.